Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video vom T1 Bus Projekt. Vielen Dank an alle Abonnenten, die vom Anfang dabei waren, die später dazugekommen sind und vor allem die jetzt die 1000 voll gemacht haben. Freut mich sehr, dass ihr das jetzt hier wahr gemacht habt. Ist eine tolle Sache. Vielen Dank an euch alle. Zum letzten Video, da gab es eine Menge Diskussionen, dass das ja nun extrem viel Arbeit ist, immer mehr Arbeit wird und so. Ja, klar, das bleibt nun mal nicht aus. Und Sascha, der hat eben auch gesagt, ja, alles richtig gemacht. Das muss ja anständig sein. Also, weil, ich sag mal, man möchte ja keine undichte Scheibe haben und das soll ja nachher auch anständig aussehen. Ich sag mal, ich hätte mir woanders die Mühe nicht machen brauchen, dass es eben gut aussieht, wenn ich denn jetzt hier das irgendwie hinfusche. Das ist ja Quatsch. Dann hat sich der Sven gemeldet, der hat genau die gleichen Arbeiten hier vorne gemacht wie ich auch und der hat das fotografiert und hat auch ein paar Videos zugemacht, da hat er mir geschickt. Da spiele ich euch nachher mal ein bisschen was ein, um euch mal zu zeigen, was ich da so vorhabe, was er da so gemacht hat. Das ist eine gute Inspiration. Also ein paar Sachen hatte ich eh vor, aber ein paar Sachen sind wirklich gute Tipps, wie es da weitergeht. Das kommt dann nachher, wenn ich hier ein bisschen weitergearbeitet habe, dann zeige ich euch das mal. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Und dann geht's los mit der Arbeit. Natürlich gibt es richtig viel Lenkradabzieher, aber so ein bisschen Schrott zusammengebrutzelt tut es eben genauso und da muss ich mir nicht das Geld ausgeben. Mit dem Abzieher, den ich habe, hat es ja so auch funktioniert. Diesmal bin ich nicht weiß vom Spachtel wie sonst immer, sondern diesmal hat es war das alles Lack. Dadurch sehe ich jetzt eher aus wie so ein Schlumpf. Aber ist ja schön, dass nicht überall Spachtel drauf ist. So, nach dem Freischleifen sieht es eigentlich ganz gut aus mit dem Armaturenbrett hier oben. Also da sind jetzt keine Überraschungen, das ist jetzt nicht irgendwie groß wellig oder so. Das ist ganz in Ordnung. Hier sind so ein paar ganz kleine Stellen, aber das ist jetzt nichts Ernstes. Vorne habe ich es gar nicht erst geschliffen, weil, wie ich euch jetzt hier zeige, von dem Sven, die Fotos und das Video, der hat nämlich das ja genauso gehabt, da ist sogar noch mehr Rost an der Stelle. Und ich denke, es lohnt sich nicht, hier den Rost rauszuschleifen auf der Seite. Auf der anderen Seite muss ich sowieso die Kante neu machen. Ich mache einfach beide Kanten neu. Ich mache es so wie der Sven auch. Ich schneide hier die Kante ab, kante mir eine ab und schweiße die hier an. Und dann sollte das ganz gut werden. Die Front werde ich mit dem Scheibenrahmen verbinden. Also ich werde den Scheibenrahmen hier vorne rauf machen und dann wird das zusammen hier aufgesetzt. Das ist ein guter Plan. Das habe ich bei dem Sven auch so gesehen. Der hat es so gemacht und es ist erstmal sehr praktikabel. Also das waren wirklich gute Tipps. Vielen Dank, Sven. Und eben hatte ich gerade noch ein FaceTime-Gespräch mit dem Daniel. Den habe ich als Instagram-Kontakt, wir hatten schon öfter mal so ein bisschen uns da geschrieben und den hatte ich gefragt, ob der mir hier die Maße von den Lüftungsöffnungen geben kann. Und die werde ich in dem Zuge, wenn ich hier vorne dran bin, einfach auch noch reinmachen. Den Schlitz reinschneiden, das Blech anfertigen, da anpunkten, dass das genauso aussieht oder genauso wird wie im Original. Das Einzige, was ich mir noch angucken muss, ist der Anschluss von dem Rohr nach oben. Ob es dann Ersatzteil gibt oder ob das jemand rausgetrennt hat, da muss ich mir mal was angucken. Weil das Ding nachzubauen ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen zu kompliziert. Ich gucke mal, was es da gibt. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal weiter und wir hören uns später nochmal.
sehr zufrieden damit. Das hat ziemlich schnell jetzt am Anfang alles geklappt. Die einzige Biegung war die hier hinten, die musste ich noch ein paar Mal nachbiegen, bis es gepasst hat. Ansonsten schließt es hier alles sehr gut ab. Die Ecke hier, die muss ich noch mal ein bisschen bearbeiten, wenn ich es eingeschweißt habe, weil das hier einen anderen Winkel hat. Ansonsten der Rest sieht sehr gut aus. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Eigentlich ist es ja fast zu gut dafür, dass es ja hier hinter dem Blech verschwindet. Aber wie das eben immer so ist, ich weiß jetzt, wie es dahinter aussieht. Und ihr durchs Video gucken wisst ja auch, wie es aussieht. Daher ist es schon sehr schön geworden. Die kleine Delle hier, die wollte ich eigentlich von oben, als es offen war, rausdrücken. Aber ohne Widerlager ging das nicht. Deshalb werde ich das hier freischleifen und mit dem Spotter dann mal gerade ziehen. Da ist es genau das Gleiche. Es würde ja von der Sache her nichts ausmachen. Aber da ich ja weiß, dass die Delle da ist, kommt sie dann auf jeden Fall raus, damit dann wirklich alles richtig ist. Ich habe mir jetzt hier zwei so eine Blechstreifen zurechtgeschnitten. Die werden jetzt hier unten abgekantet. Dann werden die von unten hier angepunktet. Und dann passt der genau hier zwischen die Kante von dem hinteren Blech hier. Also da kommt die genau ran. Hier hinter auch. Und dann habe ich das extra ein bisschen länger gelassen. Das ist der Tipp von dem Sven. Der hat mir gesagt, das ist eine echt schlaue Sache. Und zwar, wenn ich das andere von oben raufsetze, kann ich mir dann die Kante genau anzeichnen, wie sie gehört und kann sie dann abschneiden. Als wenn ich das jetzt vorher zurechtschneide und dann passt es nachher nicht genau, weil ich das ja hier noch anpassen muss, wie das, in welcher Höhe das kommt. Das ist eine richtig gute Idee. Vielen Dank nochmal, Sven. Und das werden wir jetzt erstmal machen. So, jetzt habe ich das hier abgekantet. Das passt jetzt hier genau rein. Jetzt muss ich hier drüben nur noch, dass es hier hinter passt, und um es hier auf der Seite zu befestigen und um dann hier den Bogen zu schneiden. Und auf der Seite hier passt schon ganz gut, da werde ich das hier bloß noch an dem Mittelteil hier abflexen, damit ich das genau da anschweißen kann. Gut, dann ist jetzt als erstes nochmal hier die kleine Anpassungsarbeit und dann werde ich das hier mit der Punktschweißzange hier einpunkten. Auf der anderen Seite genauso. Und danach dann anpassen, um die Kante wegzuschneiden. So, das war's dann für dieses Video. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar andere Sachen machen. Ich muss beim SP2 meine neuen Felgen eintragen lassen und noch so ein paar andere Dinge. Deshalb komme ich jetzt hier heute nicht mehr weiter. Beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall weiter mit der Kante. Die wird auf jeden Fall hier auf beiden Seiten eingeschweißt. Die kleinen Anpassungsarbeiten. Dann werde ich die Lüftungsschlitze aufschneiden und die Lüftungskante einschweißen. Und dann geht es weiter mit dem Anpassen der Front direkt. Dann wird die Front aufgesetzt, dann werde ich die Kanten zuschneiden und mal gucken, ob wir es dann auch schon gleich noch schaffen, die Front zu befestigen. Aber das werden wir sehen, wie sich das so entwickelt. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da und wir sehen uns dann. Ciao!